Ja, liebe Studentinnen und Studenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie gern hätte ich so eine Ansprache bei einer studentischen Weihnachtsfeier oder bei der TAD-Weihnachtsfeier gehalten, den aus meiner Sicht schönsten und fröhlichsten Feiern im Jahr. Vor einem vollen Saal, vor Publikum, vor Menschen, die sich auf den Abend freuen und feiern möchten. Aber gut, jetzt sitze ich einmal mehr alleine hier auf dem Campus. Alleine bis auf mein Filmteam hier natürlich. Ja, nun, bedauerlicherweise hat die Impfbereitschaft der Menschen in Deutschland und auch in Bayern nicht ausgereicht, um einen weiteren Winter mit einschneidenden Maßnahmen zu vermeiden. Gerade vor wenigen Wochen mussten wir auch erneut den Dies Academicus absagen, eigentlich das Highlight unseres akademischen Jahres. Ich gebe zu, all das ist wirklich deprimierend. Jetzt hier vor einem Mikro und einer Kamera zu sitzen und die richtigen Worte zu Weihnachten, zum Jahresende und zum neuen Jahr zu finden. Es sollte hierbei ja eher um eine frohe Botschaft gehen. Hatten wir vor 12 Monaten noch alle Hoffnungen auf die Impfung gesetzt, wird es jetzt wohl die Durchseuchung oder hoffentlich die allgemeine Impfpflicht sein, die die Pandemie zu Ende bringt. Ein Blick beispielsweise ins Rottal reicht, um zu wissen, was die derzeitige Situation für viele Menschen bedeutet. Frohe Weihnachten sind das nicht. Ich weiß schon, besinnlich im positiven Sinne sind meine Einstiegsworte hier auch nicht. Aber Besinnlichkeit, Kontemplation muss sich in Zeiten wie diesen halt auch Zeiten wie diesen stellen. Ja, wo stehen wir als Hochschule heute? Trotz der Pandemie ist uns eine Menge gut gelungen. Zum Beispiel der digitale Unterricht, der nicht nur andere didaktische Ansprüche aufweist, sondern die Hochschule parallel vor große technische Herausforderungen gestellt hatte. Dabei zeichnet sich in dieser weltweiten und andauernden Krise immer deutlich ab, dass der Status quo aus Zeiten vor Corona passé ist. Die Anforderungen an Hochschulen werden andere sein. Ja, dazu eine kleine Anekdote von Mitte November, die mir zu denken gegeben hat. Auf die Frage analog, hybrid oder virtuell hat ein Student sehr ehrlich und offen das Folgende gesagt. Ich zitiere: Klar haben sich im Lockdown alle nach der Hochschule gesehnt, nach dem Campus, nach den Freunden und Kommilitoninnen. Aber da hatten wir auch eben sonst kein Leben, nur noch die eigene Bude und den Computer. Heute können wir wieder in die Clubs, können in den Bars Party machen. Deshalb ist es schon ganz schön, wenn wir am Morgen danach die Vorlesung auch mal vom Bett aus hören können. Solange es so ist, brauchen wir den Campus eigentlich gar nicht. Freilich, das ist nur eine Stimme. Und sie ist selbstverständlich nicht repräsentativ. Aber wir mussten doch bei der Umstellung des Unterrichts auf 2G feststellen, dass bei hybriden Angeboten doch nicht wenige Studierende entschieden haben, lieber zu Hause zu bleiben. Nicht immer, nicht grundsätzlich, aber eben doch öfter als vielleicht erwartet. Ja, und nun sind wir nicht mehr im 2G, nun sind wir komplett im virtuellen Betrieb. Ja, wie anfangs erwähnt, es ist Weihnachtszeit. Zeit zum Nachdenken, eine Anekdote als Denkanstoß für uns alle. Noch deutlicher ist die Situation diesbezüglich im Weiterbildungsbereich. Dort hat man sich seit 2020 virtuell prima eingerichtet. Jetzt werden sogar Forderungen der Studierenden an die Hochschule laut, diesen Wunsch nach Distanzunterricht möglichst grundsätzlich nachzukommen. Die Hochschule Landshut hat das für eine Guerilla-Marketing-Aktion genutzt. Am 22. November klebte auf dem Titelblatt der Deckendorfer Zeitung ein Sticker der Landshuter. Message: Bei uns bestimmst du, wo dein Hörsaal ist. Ist virtuell also das neue Format? Nun, ich bin nicht dieser Meinung. Natürlich nicht. Aber für mich ist offensichtlich, dass die Hochschule die Learnings aus der Pandemie nutzen muss, um sich schneller als in normalen Zeiten weiterzuentwickeln. Es ist offensichtlich, dass alles auf den Tisch gehört und analysiert werden muss, was gut ist und was kann in Zukunft vielleicht weg. Wir müssen genau über unsere Lehr- und Lernangebote nachdenken und über alles drumherum. Wir müssen schauen, wie das alles in die neue Zeit passt, beziehungsweise wie wir es geschickt passend machen können. Für unsere Kunden, also für alle Studierenden und deren Bedürfnisse. Ja, Grundlage dieser Überlegungen ist natürlich auch, dass wir im Wettbewerb mit anderen Hochschulen und mit Universitäten stehen. Wir müssen deswegen aus Sicht der Hochschulleitung ein Stück mehr als in der Vergangenheit unternehmerisch denken und handeln.
Für uns als Hochschule ist es der Wunsch, möglichst die talentiertesten und besten Studentinnen und Studenten auf unseren Campus und in unsere Labore zu bekommen, also Quantität mit Qualität zu verbinden. Umgekehrt soll auch in Zukunft ein Abschluss an der THD für alle, die hier studiert haben, ein Gütesiegel sein. Eine Auszeichnung, die auf dem Arbeitsmarkt beste Karrierechancen eröffnet. Und wir wollen, dass unsere Alumni stolz an ihre Hochschule zurückdenken. Die besten und talentiertesten, egal ob sie nun aus Bayern, aus Deutschland oder auch aus dem Ausland kommen, die gehen dorthin, wo die bestgelehrtesten Fächer sind, die besten Lehrkräfte, die beste Forschung und das beste Service-Package gewissermaßen als Geschenkpapier außen herum. Ja, wir, die Mitarbeiter und Gestalterinnen der Hochschule, müssen uns bewegen, müssen einfallsreich und schlau sein, um da auch weiterhin möglichst die Nase vorne zu haben. Es geht um Agilität und um ein effektives Zusammenwerfen all unserer, und das möchte ich auch sagen, all unserer großartigen Kompetenzen. Denn das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Es gilt, die Krise als Chance zu nutzen und die richtigen Schlüsse für die Hochschule zu ziehen. Ich bin optimistisch, dass wir diese knifflige Herausforderung gemeinsam meistern werden. Der Zeitpunkt ist eigentlich immer jetzt. Ja, ein paar Worte noch zur Hochschulerweiterung, denn das war eine der nachhaltigsten Entwicklungen unserer Hochschule in diesem Jahr und es war ziemlich leise. Ich spreche von der Erweiterung unserer physischen Präsenz. Nach und nach diffundiert die THD in die Stadt hinein. Der Deckendorfer Campus an der Donau ist nicht mehr unser einziger Campus. Bereits seit dem Frühjahr ist neben der AGW auch die Fakultät Angewandte Informatik zu größeren Teilen im DEX zu Hause. Seit dem Wintersemester können dort auf rund 1600 Quadratmetern des ehemaligen medizinischen Versorgungszentrums bis zu 120 Studierende in Präsenz betreut werden. Im KI-Zentrum werden die Deckendorfer Studentinnen und Studenten bestmöglich auf die Revolutionen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, Internet of Things, High Performance Computing sowie Quantencomputing vorbereitet. Dafür wurden auch 3 entsprechende Labore eingerichtet. Ein, wie ich finde, großartiges Beispiel. Genauso können wir zumindest in bestimmten Bereichen best in class werden. Und dazu passen auch die hohen Studienbewerbungszahlen, wo die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich die Besten auswählen können. Dass das Image der Hochschule auch insgesamt von solchen Dingen profitiert, liegt auf der Hand. Schon in naher Zukunft wird die Hochschule auch in die Innenstadt von Deckendorf wandern. Wir werden weitere Räumlichkeiten entlang der Veilchengasse und am Luitpoldplatz belegen, unter anderem mit einem Kommunikationslabor, dem zukünftigen Veilchen Lab. Dies können wir dank des Projekts TRIO aufbauen. Dort soll aber nicht nur weiteres Promomaterial unter maximal professionellen Bedingungen entstehen. Das Veilchen Lab könnte auch Keimzelle einer späteren Reallabors werden. Damit könnten wir nicht nur eine räumliche Lücke zwischen der Hochschule und der Stadt schließen, sondern auch unsere Wissenschaftskommunikation vom Campus in die Mitte der Gesellschaft tragen. Dorthin, wo wir jetzt schon mit unserer Science Bench gegangen sind. Es mag dem einen oder anderen entgangen sein, aber dieses kleine Format, bei dem einfach ein Forscher bzw. eine Forscherin auf einer Bank am Stadtplatz sitzt und mit interessierten Passanten über Wissenschaft plaudert, hat es immerhin bis ins Morgenmagazin von ARD und ZDF geschafft. Und in die Köpfe der Wissenschaftskommunikation sowieso. Auch so ein Beispiel, wie wir durch smarte Ideen schöne Erfolge erzielen können, bevor es andere tun. Tja, dann fehlt dann nur noch die Strecke zwischen Campus und DEX, um die Hochschulachse zu komplettieren. Auch die können wir gegebenenfalls bald schließen. Die Mensa zieht ja vorübergehend in die Deckendorfer Stadthallen um die Zeit des Umbaus zu unserer eigenen Mensa zu überbrücken. Bleibt das Hotel und die Frage, was daraus wird. Ja, wir sind immer offen für alle Ideen. Als Meilenstein im abgelaufenen Jahr gilt definitiv auch die Eröffnung des Startup Labs im April. Mit mehr als 300 Quadratmetern neuen Flächen im ITC 2 hat der Startup Campus unserer Hochschule Platz für innovative Köpfe geschaffen. Für junge, engagierte Leute, die ein eigenes Unternehmen gründen wollen.
Wir haben das Umfeld für Existenzgründungen unserer Absolventinnen und Absolventen weiter optimiert. Startup Campus und Startup Lab sind gemeinsam eine zentrale und mit der Region eng vernetzte Anlaufstelle. Hier bringen wir kreative und ideenreiche Menschen mit attraktiven Partnern zusammen. Wir fördern Gründungsgeist und Gründungsmut, denn auch die werden nach der Pandemie gebraucht. Vielleicht mehr denn je, wenn viele etablierte Geschäftsmodelle und damit verknüpfte Logistiksysteme einer Generalüberholung bedürfen oder von Grund auf neu gedacht werden müssen. Startup Campus und Startup Lab der TAD, so der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kultur, sind ein großartiger Baustein im Rahmen der Innovationsoffensive Hightech-Agenda des Freistaats Bayern. Ja, ein paar Worte zur Forschung. Die Forschung war glücklicherweise von der Pandemie nur mäßig beeinträchtigt. In unser großes Mosaik der Regionalisierung von angewandter Wissenschaft haben wir einen weiteren Baustein gesetzt und einen auf den Weg gebracht. Der Technologie-Campus Vilshofen wird 2022 insgesamt 13. Baustein dieses Erfolgsmodells. Das Institut Protect IT, bislang an der TAD verortet, soll dann voraussichtlich im Herbst dort im Bayerischen Zentrum für digitale Sicherheit seine neue Heimat finden. Die Themen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Vilshofen sind IT-Sicherheit in der Automatisierungstechnik, kritische Infrastrukturen, Elektroniksysteme im Automobil und Avionik sowie sogenannte eingebettete Systeme. Ja, und die bestehende Lücke zwischen dem 11. Baustein unserer Campuslandschaft, dem Moment Blattling, und dem 2022 kommenden 13. Baustein in Vilshofen haben wir im Mai gefüllt. Mit dem Bayerischen Innovationstransformationszentrum, kurz BITS, in Oberschneiding. Oder wie die PNP es ausgedrückt hat, der letzte weiße Fleck in Niederbayern ist beseitigt. Das BITS wird der Platz sein, wo wir vielversprechendes Ingenieursdenken mit potenziellen Märkten zusammenbringen. Unsere Silicon Valley School in Oberschneiding wird somit die Weiterentwicklung unseres Silicon Valley Projekts sein, dem Link zur Santa Clara University in den USA, mit der wir bereits seit über 10 Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Unsere Vision ist es außerdem, eine zu diesen vielversprechenden Startups passende Investorenkultur aufzubauen und irgendwann vielleicht unser erstes Einhorn zu haben. Ich darf Ihnen an dieser Stelle außerdem andeuten, dass die Saat für weitere Technologiecampi bereits ausgebracht wurde. Natürlich ist es noch zu früh, Konkretes zu erzählen, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir sind natürlich auch wieder personal massiv gewachsen im letzten Jahr. 2021 ist es uns gelungen, insgesamt 18 neue Professorinnen und Professorinnen zu gewinnen und zu ernennen. Es versteht sich von selbst, dass diese Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit dem bereits bei uns aktiven Personal das Rückgrat unserer Lehre sind, aber auch der Forschung, die jetzt und in Zukunft an der TAD stattfinden wird. Viele von ihnen sind jung und bringen frischen Wind an die Hochschule. Neue Ideen, neue Fachgebiete und innovative Ideen, andere Perspektiven. 18 neue, kluge Köpfe an der TAD also, aus meiner Sicht eine enorme Bereicherung und Inspiration für uns alle. Auch wenn es Ende November bereits ein kleines, wieder leider digitales Begrüßungsevent für alle unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab, möchte ich diese Gelegenheit heute nutzen, die 2021 zu uns gestoßenen Professorinnen und Professoren tatsächlich nochmals namentlich zu nennen. Wir begrüßen ganz herzlich und freuen uns auf die weitere oder neue Zusammenarbeit mit Herrn Tiha Aung, Herrn Tobias Bender, Herrn Dominik Böhler, Herrn Michael Frey, Herrn Musi G., Herrn Carsten Gensheimer, Herrn Stefan Hagel, Frau Anke Hoffmann, Herrn Christian Mandl, Herrn Oliver Neumann, Herrn Tobias Nickel, Herrn Roland Platz, Herrn Philipp Torkler, Herrn Javier Valdez, Herrn Florian Wahl, Frau Christina Waniek, Herrn Jörg Wittmann und Herrn Simon Sabler. Herzlich willkommen an der Hochschule Deckendorf. Herzlich willkommen in unserer Hochschulfamilie in Deckendorf, in Pfarrkirchen, in Cham
und allen unseren anderen Standorten in Bayern. Wie Sie sehen, haben wir in diesem Jahr die eigentlich gewünschte Anzahl von Professorinnen nicht erreicht. Aber es sieht derzeit so aus, als ob das 2022 mehrheitlich Frauen berufen werden. Also wir werden das Ganze nachholen. Ja, lassen Sie mich am Ende kurz zusammenfassen. Trotz Pandemie hat die Hochschule weiter expandiert. Mit Flächen für Forschung und Lehre in Deckendorf, mit einem weiteren Campus in Oberschneiding, mit der Tatsache, als einzige Hochschule in Bayern auch im Wintersemester 21/22 einen substanziellen Zuwachs an Studierenden verzeichnen zu können, mit 18 neuen Professorinnen und Professoren. Das ist unser Weg und es gibt in der Tat vieles, worauf wir alle, worauf Sie alle stolz sein können. Wie gesagt, es wird in Zukunft vermutlich nicht leichter, aber wann war das schon wirklich der Fall? Wir haben alle Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken und ich gehe sehr zuversichtlich auf das zu, was da vor uns liegt. Ja, tatsächlich schließen möchte ich mit zwei Dingen, einem Appell und einem neuen Familienmitglied an der Hochschule. Das, was wir aktuell in unseren Krankenhäusern sehen und somit direkt auch in unserem gesellschaftlichen Leben erleben, ist die Folge wissenschaftsfernen Denkens und Handelns. Impfen schützt, nicht vor einer Infektion, aber vor schwerem Krankheitsverlauf, vor Intensivpflicht, vor Beatmung und vor dem Tod. Die Delta- und noch mehr die Omikron-Variante ist so ansteckend, dass wir vermutlich auch bei 100% Geimpfter eine hohe bis sehr hohe Inzidenz hätten. Aber wir hätten keine überlasteten Krankenhäuser, keine Triage, keine Verschiebung beispielsweise der Behandlung Krebskranker zugunsten Ungeimpfter, egal wie alt sie sind. Wenn man die Risiken einer Impfung und einer Erkrankung mit dem Coronavirus gegenüberstellt, kann es aus wissenschaftlich fundierter Sicht nur eine Entscheidung geben: Impfen. Dann und nur dann findet dieser Albtraum sein Ende. Ich habe keine Zweifel. Haben wir in einem Jahr immer noch 10 Millionen Ungeimpfte in Deutschland, dann werde ich nächstes Jahr zum 3. Mal zur Weihnachtsansprache vor die Kamera müssen und Sie alle vor Ihre Computer. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Man nimmt sich ja zum Jahreswechsel immer etwas vor. Und ich habe daher einen Vorschlag dafür, für die wenigen Kolleginnen und Kollegen und die Studierenden, die sich bisher noch nicht impfen ließen. Es wäre doch ein schöner Vorsatz fürs neue Jahr. Ich komme im neuen Jahr geimpft zurück an die Hochschule. Ja, zum letzten Punkt, unser Dexter, unser neues Maskottchen. War ich überzeugt vom Sinn eines Maskottchens? Naja, nicht wirklich. Aber im Nachhinein muss ich zugeben, unser Panther bringt nicht nur Farbe ins Spiel, er ist mir schon ein klein wenig richtig ans Herz gewachsen. Und klar, in Social Media ist er besonders gern gesehen. Aber ich wünsche mir sehr, dass wir ihn spätestens ab Frühjahr 2022 auch wieder sehr oft in echt sehen werden bei unseren Feiern hier an der Hochschule. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfreulicheres neues Jahr. Passen Sie gut auf sich auf, passen Sie gut auf Ihre Mitmenschen auf, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Bis bald.